Herzlich willkommen zum Tutorial Benutzer- und Rechtegruppen verwalten. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie in unserem neuen Administrationsbereich Benutzer- und Rechtegruppen hinzufügen oder bearbeiten können. Ich zeige Ihnen auch, wie Sie den einzelnen Rechtegruppen Berechtigungen erteilen oder entziehen können. Unser neuer Administrationsbereich kann nicht nur über M-Model aufgerufen werden. Der Administrationsbereich ist unabhängig von M-Model auch über den Browser erreichbar. Das hat für Sie den Vorteil, dass Sie keinen direkten Zugriff auf M-Model benötigen, um die Benutzer- und Rechtegruppen zu pflegen. Der größte Vorteil ist jedoch, dass mit dem neuen Bereich eine Anbindung an bereits im Unternehmen bestehenden Authentifizierungslösungen und Verzeichnisdiensten, wie zum Beispiel der Verzeichnisdienst von Microsoft, Active Directory oder Single Sign-On-Lösungen möglich ist. Die Stammdaten der Benutzer können an einer zentralen Stelle gepflegt werden und die Benutzer können sich mit ihrem gewohnten Passwort im CAS-Konfigurator Merlin einloggen. Lassen Sie uns gemeinsam den neuen Administrationsbereich anschauen. Den Administrationsbereich erreichen Sie, wie erwähnt, entweder über den Browser oder über M-Model. Ich zeige Ihnen, wie Sie den Bereich über M-Model öffnen. Ich klicke in M-Model im Menü Benutzer auf Benutzerverwaltung und der neue Administrationsbereich wird im Browser geöffnet. Diese Seite können Sie als Lesezeichen festlegen, um später den Bereich aufzurufen. Über die URL ist der Bereich auch ohne M-Model erreichbar. Ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick, wo Sie was finden. Auf der linken Seite sehen Sie das Menü. Im Bereich Konfiguration können Sie zum Beispiel die Farben des Bereichs anpassen oder weitere diverse Einstellungen zum Administrationsbereich vornehmen. Zum Beispiel Ihren E-Mail-Server für das Versenden von Authentifizierungs-E-Mails eintragen. Im unteren Menü finden Sie die Option für die Benutzer- und Gruppenverwaltung. Hier steige ich auch gleich ein und erstelle eine neue Rechtegruppe. Dazu klicke ich im Menü auf Gruppen und im Gruppenmenü auf die Schaltfläche Neu. Jetzt trage ich den Namen der Gruppe ein. Ich möchte eine Rechtegruppe für meine Vertriebsmitarbeiter erstellen, also nenne ich meine neue Gruppe Vertrieb. Um die Gruppe zu erstellen, klicke ich anschließend auf die Schaltfläche Speichern. Die Gruppe wurde erstellt, hat jedoch noch keine Mitglieder, da ich noch keine Benutzer erstellt habe. Das ist der nächste Schritt in diesem Tutorial. Ich möchte einen Benutzer für einen neuen Kollegen im Vertrieb erstellen. Dazu klicke ich im Menü auf Benutzer. Ich befinde mich jetzt im Benutzerverwaltungsbereich. Um einen neuen Benutzer zu erstellen, klicke ich im rechten oberen Bildschirmbereich auf die Schaltfläche Benutzer hinzufügen. Im Textfeld Benutzername trage ich den Benutzernamen ein, der für das Login im CAS-Konfigurator Merlin verwendet wird. Optional könnte ich eine E-Mail-Adresse und den vollen Namen des Benutzers eingeben. Um den Benutzer zu erstellen, klicke ich auf die Schaltfläche Speichern. Um jetzt noch das Passwort des Benutzers festzulegen, wechsle ich in das Register Passwort und trage das Passwort in beide Textfelder ein. Den Benutzer habe ich jetzt erstellt und das Passwort vergeben. Jetzt möchte ich meinem neuen Benutzer einer Rechtegruppe zuweisen. Dazu klicke ich auf das Register Gruppen und unter verfügbaren Gruppen wird die Rechtegruppe Vertrieb aufgeführt. Das ist die Gruppe, die ich soeben erstellt habe. Um meinen Benutzer der Gruppe zuzuweisen, klicke ich zuerst auf die Gruppe und anschließend auf die Schaltfläche Beitreten. Auf der linken Seite kann ich jetzt sehen, dass der Benutzer der Rechtegruppe beigetreten ist. Mein Vertriebsmitarbeiter kann jetzt seinen neuen CAS-Konfigurator Merlin-Zugang verwenden. Die Berechtigungen der Rechtegruppe werden weiterhin wie gewohnt in M-Model verwaltet. In M-Model klicke ich dazu im Menü Benutzer auf die Rechtegruppenverwaltung. Auf der linken Seite kann ich meine soeben erstellte Rechtegruppe sehen. Ich klicke die Rechtegruppe an und aktiviere die Häkchen an den entsprechenden Berechtigungen.
Sobald ich die Änderungen gespeichert habe, sind die Berechtigungen der Rechtegruppe aktiv. Wir sind schon am Ende des Tutorials angekommen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfeportal unter www.hilfe.cas-merlin.de. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Verwaltung Ihrer Benutzer- und Rechtegruppen. Bis zum nächsten Tutorial.